So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, mit dem ich vor längerer Zeit schon beschäftigt habe und ein Video dazu auch gemacht habe und einen Beitrag, den ich euch nochmal in der Videobeschreibung verlinke. Und da geht es um das dezentrale Social Media Network und Messaging Nostra. Nostra soll dezentral sein, Inhalte unveränderbar, nicht zensierbar und Inhalte nicht löschbar. Alle Zugriffe und Änderungen erfolgen immer nur mit Berechtigung eines sogenannten Keys, der einmalig ist. Mit dem verifiziert ihr euch beim Server und sonst ohne diesen Key kommt man da an den Account nicht dran, um da etwas zu verändern. Gut, kommen wir auf den Kernpunkt der ganzen Sache mal ein bisschen zu sprechen. Und zwar ist jetzt etwas Neues aufgetaucht in Nostra. Geteilte Inhalte werden abgeändert weiterverteilt. Denkt man sich, ja, ist doch gar nicht so schlimm. Ja, mag sein. Ich nutze Nostra relativ viel. Ich poste auch sehr viel, sprich auch die Beiträge meiner beiden YouTube-Kanäle. Und deshalb stört mich das Ganze in gewisser Weise schon gewaltig. Außerdem geht es darum, dass Kommentare von mir verfasst in einer Weiterleitung einfach verändert werden können. Das heißt, im Prinzip bleibt mein Originalartikel in meiner Chronik unverändert, aber mein Artikel, mein Beitrag wird weitergeleitet und der Inhalt, und das ist der Hammer, wird verändert. Im Moment beschränkt sich das noch auf das Herausnehmen von Trocken bei URL-Adresse, was mir aus dem Grund auch schon ein Dorn im Auge ist. Auch die Tokens rausgenommen werden, dass die Links nicht mehr funktioniert. Definitiv stelle ich hier in den Raum, ist es diesen Bot-Menschen, die diesen Bot programmiert haben und betreiben, auch möglich, Spendenlinks, meine Spendenlinks zum Beispiel, durch ihre eigenen Spendenlinks zu ersetzen und dick Reibach zu machen. Für mich ist Nostra in diesem Moment an dem Punkt angekommen, wo es untragbar ist und eigentlich bloß noch ein Fake gegenüber der Gesellschaft einzustufen ist, der Facebook und alles andere um Weiten schlägt. Denn bei Facebook werden Beiträge einfach bloß gelöscht oder mit einem Vermerk versehen, aber die Beiträge nicht geändert. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Gehen wir auf Nostra rein. Das ist jetzt mal meine Startseite. Na Quatsch. Das hier ist meine Startseite. Kann passieren. Das Thema, muss ich auch gar nicht sagen, es fuchst mich, berührt mich auch momentan emotional etwas, weil es einfach wieder eine ganz klare Position und Einstellung von diversen Individuen ist, die meinen, sie sind etwas Besseres und können anderen Leuten ihren Willen aufzwingen. Solche Kandidaten habe ich ganz besonders dicke. Ich werde euch auch die E-Mails dazu noch zeigen, damit ihr seht, dass es kein Joke ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel mal hier einen Beitrag frisch gepostet. Johnbury International Music Festival in the Rain. W2 ist zweites Wochenende. Day 2 ist, also D2 ist Day 2, zweiter Tag. Beschreibung dazu, die Links. Dann ist hier Johnbury International Music Festival. Da ist bei der deutschen Beschreibung schon wieder irgendwie was weg. Dann kommt direkt ein Spendenlink dazu, der ist mal ausnahmsweise sogar richtig. Ist aber okay. Dann kommt hier, ja, hier findet er schon wieder irgendwie was gar nicht. Es sind YouTube-Links. YouTube ist da, ist hier. Hier ist was wieder nicht am Laufen. Hier dasselbe. Hier dasselbe. Da kommt wieder die Links. Diese Beiträge habe ich auch schon selber gesehen. Ich kontrolliere meine Beiträge immer. Kann ich nur sagen, absolutes No-Go. Geht überhaupt nicht. Wir reden hier also nicht mehr über ein Medium, auf das ich mich verlassen kann, was ich als solches auch benutzen werde. Dann gehen wir mal hier auf Messages. Was passiert hier? Da haben wir Replay. Er hat das Ganze hier gereplayed. Und da seht ihr auch hier oben Tracking String Detect and Removed. Clean URLs und dahinter kein YouTube-Bild mehr. Kein YouTube. Kein Beitrag mehr.
Removed Parts, Fragezeichen, SI, das ist der Talken, der gehört wahrscheinlich zu YouTube dazu. Deshalb zeigt auch das YouTube-Video nicht mehr an. Da können wir jetzt einfach so weitermachen. Das geht hier relativ, ne, der heißt hier Replied. Kein Beitrag, der davon nicht betroffen ist. Beiträge funktionieren nicht mehr, Beiträge werden abgeändert. Also man fragt sich hier schon, was sich da diverse Leute einfach bei denken. Jetzt gehen wir mal auf den Beitrag hier drauf. Dann sagt er hier auch, da ist noch einer, Tracking Token Descriptor, der ist genauso, der macht genau denselben Blödsinn. Also was bei Nostra hier produziert wird, kann ich momentan leider nicht sagen. Ich kann euch nur einfach so viel sagen. Für mich ist dieser Post, dieses Video definitiv der letzte Beitrag, der Untergang von Nostra und das Ende durch seine eigene Bot-Zensur. Das wird mein letzter Beitrag sein, der auf Nostra läuft. Ansonsten kann ich nur raten, lasst die Finger von Nostra. Gibt da bestimmt noch andere Sachen, da werde ich mich ein bisschen umschauen. Was ich auch noch sehr interessant finde, ich hatte über 20 Network Replay-Server. Nach meiner Beschwerde bei GitHub, offizielles Problem eingereicht, habe ich witzigerweise nur noch 4. Von allen anderen scheine ich anscheinend geblockt und gesperrt zu sein. Was mir auch das Einzige ist, was ich mir das hier erklären kann, dass meine Dinge hier auch nicht mehr auffindbar sind. Ne? So viel zum Thema ein NOS-Protokoll, was nicht zentral ist, wo keine zentrale Figur Einfluss darauf hat, was gepostet wird, wer was postet oder Inhalte verändert oder gelöscht werden können. Jetzt schaut euch die Bilder nochmal an, die ich euch gezeigt habe. Schauen wir ganz kurz in Fotos rein. Hier ist mal der Screenshot. Habe ich mal ein bisschen übersetzt. Ne? Der Link ist unpassend. Das Fenster, was ich euch da gezeigt habe, vorhin auch, wo den Link mir einzeigt. Ne? Das ist einfach nicht mehr auffindbar. Ich soll mich anmelden, um zu bestätigen, dass ich kein Bot bin. Ich meine, ich weiß nicht, was hier eine Scheiße kommt hier. Also, finde es faszinierend. Ich finde es eine bodenlose Frechheit, die hier produziert wird, und da kann man wohl nichts machen. Die Antwort, die ich bekommen habe, der nette Herr, der diesen Account wohl betreibt, ich habe offiziell bei GitHub einen Account gelistet, hat mir auf meine Beschwerde und auf meine Aufforderung, diesen Missstand zu berichtigen, Folgendes geantwortet. Ich habe das jetzt hier mal links ein bisschen, ich kann euch das nicht ein bisschen größer zoomen, das geht leider jetzt gerade nicht. Wenn Nostra zensurresistent ist, kann dieser Bot posten, was er posten möchte, was er tut, also scheint es zu funktionieren. Das Verfolgen von Token beeinträchtigt die Privatsphäre von Verbrauchern und Erstellern und ist eine gute Praxis, sie zu entfernen. Fühlen Sie sich frei, Links mit Tracking-Token zu öffnen. Dieser Bot antwortet nur auf Beiträge, nicht mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mit Abstand die fäkalste Antwort auf eine E-Mail, die ich jemals bekommen habe. Einen anderen Ausdruck möchte ich jetzt hier nicht verwenden, weil sonst wird wieder irgendwas nicht monetarisiert oder gesperrt. Und dann, hier ist die zweite E-Mail. Hat er das denn gesperrt? Also nicht gesperrt, Entschuldigung. Diesen Punkt denn beendet. Na? Also sprich, er hat das Thema geschlossen. Das ist mein Dings, was ich ihm geschrieben habe. Kann ich euch auch nochmal übersetzen, dass es auch nochmal in Deutsch steht. Es entfernt die Token, die digitale Schöpfer benötigen, um sich auch ein paar Cent für Arbeit zu erhalten. Nostra ist zensiert frei, also die Übersetzung ist wieder grandios, ich bin begeistert. Aber ich denke, er wird klarkommen. Nostra ist zensurfrei, sollte es eigentlich heißen. Was hier vor sich geht, ist Zensur durch Anfänger und wichtige Menschen ohne die Regierung. Ich habe es ihm eiskalt so hingeschrieben. Ich erwarte, dass meine Beiträge unverändert weitergeleitet werden, von Änderungen geschützt sind und diese die Möglichkeit haben,
Beiträge aus dem Code zu entfernen. Ja, die Übersetzung ist ein bisschen, ja, malig, aber okay, gut. Da ist dahingestellt. So ist momentan der Fakt. Nostra. Wie gesagt, löscht das Ding runter, meldet euch ab. Nostra ist es nicht mehr wert, sich weiterhin damit zu beschäftigen. Das ist meine definitive persönliche Einstellung und Meinung. Und wie gesagt, dieser Post wird mein letzter Post bei Nostra sein. Und den Account werde ich dann irgendwann löschen, wenn es Leute das aktuelle Video noch gesehen haben. Denn ich möchte ja auch, dass es noch gesehen wird. Spenden werde ich natürlich auch keine mehr bekommen. Du findest mich allerdings jederzeit unter den Spendenlinks, die unten angegeben sind. Wenn du dieses Video über YouTube anschaust, was wahrscheinlich ist, dann findest du auch unten einen Spendenlink. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like für dieses Video sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Danke fürs Dabeisein.